Willkommen zum ersten Vlog auf diesem Kanal. Ich bin Marius Heindl. Heute haben wir den 16.01. Ich bin aktuell noch zu Hause. Sage ich aber gleich, wohin es als nächstes geht. Aber dachte mir, zum Einstieg reden wir vielleicht ein bisschen über das Thema Vlog im Allgemeinen. Der eine oder andere, der mich schon kennt, wird sich denken, warum fängt er jetzt auch noch an mit Vlogs? Ganz simple Antwort. Ich hatte einfach Lust. Ich wollte mir so ein bisschen ein neues Hobby angewöhnen, gleichzeitig etwas Neues ausprobieren. Habe auch schon länger mit den Gedanken gespielt, da so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Bewegmaterial zu gehen. Ihr wisst ja, ich bin auf Instagram ziemlich aktiv, aber da halt eher in Richtung Bilder und wollte aber jetzt mehr was mit Videos machen. Und deswegen ist dann die Wahl eben auf Vlogs gefallen. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich finde Vlogs sind einfach eine sehr schöne Art, die Erinnerungen zu sammeln und dann aber auch auf schöne Weise aufzubewahren. Deswegen wird der Kanal auch entsprechend Marius Heindl Memories heißen, ganz simpel, abgekürzt dann MHM. Und darum soll es aber auf dem Kanal auch wirklich gehen. Es geht einfach darum, ich möchte meine Erinnerungen sammeln, aufbewahren, schön aufbereiten und dann gleichzeitig mit jedem von euch, der Interesse daran hat, mir zu folgen, die Möglichkeit bieten, einfach ein bisschen an meinem Leben und auch an meiner Persönlichkeit teilzunehmen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sich das hier überhaupt irgendjemand anguckt, aber für mich ist es einerseits eine schöne Sache, dann in Zukunft zurückzublicken auf eben all die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich gesammelt habe, auch vielleicht, wie ich mich verändert habe. Und wenn gleichzeitig noch irgendeiner von euch, auch nur wenn es ein Einzelner ist, zuguckt und ich den für auch nur ein paar Sekunden gut unterhalten kann, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Das reicht mir schon. Kurzweilige Unterhaltung ist immer die beste Unterhaltung. Das heißt, schreibt mir auch hier gerne natürlich in die Kommentare, wenn ihr euch irgendwie zumindest unterhalten, inspiriert oder was auch immer von mir fühlt. Von mir aus auch genervt, ich kann mit allem umgehen. Aber freut mich auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Wenn nicht, habe ich zumindest schöne Erinnerungen für meine eigene Zukunft. Schauen wir mal. Sonst auf diesem Kanal, wie gesagt, wird es vor allem dann natürlich Vlogs geben, aber diese zu allen möglichen Themen. Da haben wir zum Beispiel Reisevlogs, das wird dann auch heute so stattfinden. Ich sage euch gleich, wohin es geht. Vielleicht habt ihr es aus dem Titel schon rausgelesen. Wenn nicht, lasst euch gleich überraschen. Es wird dann aber auch zum Beispiel Essensvlogs. Ich gehe gern essen. Jeder, der mir auf Instagram folgt, hat sich da schon ein bisschen nicht beschwert, aber zumindest ein bisschen amüsiert, wie oft ich da tatsächlich dann mich durch verschiedene kulinarische Restaurants durchprobiere. Ist schon auch so ein Hobby von mir. Und ich sag mal so, Essen geht doch immer, oder? Da hat, glaube ich, niemand was sonst dagegen. Sonst wird es auch Trainingsvlogs geben. Es wird einfach so normale Alltagsvlogs geben und so weiter. Also ich werde einfach mich auch hier auf verschiedenen Gebieten durchprobieren. Schauen, was mir am meisten Spaß macht und euch möglichst auch für viel Verschiedenes bieten, viele verschiedene Seiten auch von mir zeigen. Ja, schreibt mir auch gerne hier in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt oder von was ihr auch mehr sehen wollt, wenn jetzt dann mal ein bisschen zahlreicher vorhanden ist. Also da bin ich sehr gespannt, was auch ihr dazu zu sagen habt. Sonst muss ich ehrlich sagen, für mich, genauso wie auch auf Instagram, zählt es, dass hier alles möglichst authentisch ist, alles möglichst ungeschönt. Ich sage es euch auch ehrlich, ich habe weder die Zeit noch die Energie, da mich groß zu beschäftigen mit einem perfekten Kamerawinkel oder dann mit Nachbearbeitung, wie auch immer. Da bin ich einfach nicht der Typ dazu. Ich habe mir jetzt hier eine Vlog-Kamera gekauft, damit es zumindest qualitätsmäßig einigermaßen gut ist und so, dass ich dann hoffentlich im Nachhinein nicht mehr allzu viel reinstecken muss, um da eben zumindest ordentliches Video rauszubekommen. Wird sich jetzt rausstellen. Später zur Kamera auch noch ein bisschen mehr. Und ja, sonst muss ich auch dazu sagen, es ist heute und hier das erste Mal, dass ich hier einen Vlog mache. Also seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich taste mich noch ran, ich probiere mich noch aus. Lasst natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren da, damit ich die dann bei zukünftigen Videos natürlich umsetzen kann. Ihr dürft auch ruhig ein bisschen harscher sein. Ich bin da tatsächlich recht kritikfähig. Also haut raus, alles was euch stört oder ihr findet, was man besser machen kann, gerne anbringen. Bedenkt immer, wie gesagt, Zeit, Energieaufwand soll natürlich ein bisschen entsprechend sein. Ich mache das hier nicht professionell. Das ist wirklich für mich rein Hobby und so ein bisschen Nebending, dass ich sage, ich kann euch einfach ein bisschen wirklich in meinem Leben mitnehmen und selber da eben meine eigenen Erinnerungen aufbewahren. So, jetzt geht's auf jeden Fall gleich nach Nürnberg zu meinem Kumpel Tim und dann weiter zum Flughafen, denn wir fliegen nach Fuerteventura. Ich habe riesig Bock, mein Kumpel Tim kommt eben mit. Wir kennen uns jetzt so seit, ja, ich glaube 2 Jahren, haben uns in der Uni kennengelernt, sind uns seitdem definitiv auch oft genug auf den Zeig gegangen, aber nee, wir haben eine tiefe Freundschaft aufgebaut. Bin unglaublich froh, dass wir jetzt hier nochmal zusammen eine Reise machen. Ist auch so ein bisschen Abschluss für das Bachelorstudium, beziehungsweise gleichzeitig auch eine Generalprobe,
weil ich bin heute genau auf den Tag in einem Monat in Tokio. Erstmal 1,5 Monate allein, dann kommt eben Tim, dann haben wir noch 1,5 Monate zusammen in Tokio, beziehungsweise dann noch 2 Wochen in Osaka. Und ja, je nachdem, wie das jetzt hier auf Fuerteventura läuft, entscheide ich, ob ich ihn dann wirklich in die Wohnung reinlasse. Nein, kleiner Scherz. Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, nee, wird sicherlich eine coole Reise. Und sind jetzt eine Woche dann auf Fuerteventura, beziehungsweise 7 Nächte. Die 8. Nacht werde ich wahrscheinlich noch bei ihm in Nürnberg dann verbringen, weil wir irgendwann mitten in der Nacht heimkommen. Da werde ich wahrscheinlich keine Lust mehr haben, heimzufahren. Aber werden wir dann sehen in einer Woche. Ihr seht, Koffer steht bereit, Rucksack auch mit dabei und eine Bauchtasche. Ich hoffe, die lassen mich so durch den Check-in durch. Werden wir sehen, wäre ziemlich blöd, wenn nicht. Ich habe auch mal wieder viel zu viel eingepackt, jedes Mal das Gleiche. Aber ich sage es einfach mal so, ganz am Motto, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen nicht haben. Deswegen, ja, hat irgendwie alles in den Koffer reingepasst. Gewichtslimit, glaube ich, habe ich hoffentlich auch nicht überschritten. Werden wir jetzt dann sehen. Und auf jeden Fall werde ich mich eben während unserer Reise dann da versuchen, ein bisschen in das Thema Vlogs einzuarbeiten. Wie gesagt, seid ein bisschen nachsichtig. Erstes Mal hier, werde einfach ganz nach dem Motto Learning by Doing das angehen und ja, werden wir dann rausfinden, ob irgendwas Brauchbares dabei rauskommt, brauchbares Videomaterial. Aber gut, eine Überraschung ist es auch wert. Ich bin jetzt auch noch mal rausgegangen, weil wir gerade eigentlich echt schönes Wetter haben. Vor allem für den Winter. Sonnenschein ist ja bei uns nicht allzu häufig. Da dachte ich, das nutze ich noch mal. Auf Fuerteventura wird es natürlich dann noch mal ein bisschen geiler. Das ist auch ein Grund, warum wir da hinfliegen. Da wollte auch unbedingt Tim mal ein bisschen Sonne tanken, deswegen Fuerteventura. Aber ja, ihr seht, Sonne hier richtig gut gerade. Und deswegen nutzen wir das doch gleich nochmal. Sonst, für alle, die es interessiert, den Vlog heute, beziehungsweise den ganzen Vlog hier, werde ich jetzt mit der Sony ZV-1 aufnehmen, mit der Vlogkamera. Habe ich mir jetzt auch ganz neu bestellt. Ich muss aber sagen, ich tendiere aktuell noch recht stark dazu, sie doch auszutauschen mit der DJI Osmo Pocket 3. Liegt ganz einfach daran, die Sony ZV-1 ist, glaube ich, definitiv eine absolut fantastische Kamera. Ich habe mir vorher viele Bewertungen angehört und ja, absolut überzeugend. Und auch jetzt hier, wie ich sie nutze, muss ich sagen, ja, ist eine sehr, sehr gute Kamera. Ich bin nur nicht sicher, ob das genau die Kamera ist, mit der ich glücklich werde, die, so ich sag mal, meinen groben Vorstellungen grob entspricht. Ihr seht, die macht halt eigentlich echt richtig schöne Aufnahmen. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das, was mich nur irgendwie ein bisschen stört, sind so ein paar Kleinigkeiten. Einerseits Bildstabilisierung, habe ich vorher schon gehört. Muss ich auch sagen, ich dachte mir erst, stört mich nicht weiter. Und jetzt umso mehr ich mich ja bewege, ihr seht es vielleicht gerade, es wackelt halt schon ordentlich. Gleichzeitig so ein bisschen die Kontrastwerte, vor allem was den Himmel betrifft. Ich weiß nicht, wie es gerade jetzt auf dem Video aussieht. Vielleicht ist gerade der Vorführeffekt und es sieht alles wunderbar aus. Hat mir immer nicht ganz so zugesagt. Und ich muss auch allgemein sagen, die ganze Handlichkeit. Ich glaube, da werde ich mit der Osmo Pocket 3 einfach ein bisschen glücklicher, weil sie einfacher ist. Weil sie zum Beispiel auch ein Tracking-System hat, das die hier nicht hat. Weil sie meiner Meinung nach die ganzen Farben einfach noch mal ein bisschen weitreichender rüberbringt. Und ja, Sony hat da den Vorteil, die macht auch gleichzeitig noch richtig schöne Bilder. Aber ich möchte hier diese Kamera eigentlich wirklich für Vlogs nutzen. Deswegen bin ich zwiegespalten. Einerseits natürlich geil, wenn ich auch für Instagram da geile Bilder rausbekomme. Ich glaube, die Osmo Pocket kriegt das dann vielleicht auch hin. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, die Sony hat halt unzählige Einstellungsmöglichkeiten, wo du echt richtig viel rausholen kannst, vor allem dann auch aus den Bildern, von irgendwelche Blenden und ISO-Einstellungen über die ganze Farbpalette bis hin dann zur Nachbearbeitung von irgendwelchen RAW-Dateien. Da wäre natürlich ganz, ganz viel möglich. Bin aber ehrlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin einfach nicht der Typ, der sich damit dann groß beschäftigen wird wahrscheinlich und dann einfach dementsprechend nicht wirklich alles aus der Kamera rausholt, was ein bisschen schade wäre. Deswegen ist Fuerteventura jetzt einfach so ein bisschen eben Generalprobe für die Sony ZV-1. Wenn ich danach sage, hat von der ganzen Handhabung und auch vom Ergebnis mir dann doch eben mehr zugesagt, als ich jetzt aktuell denke, dann bleibe ich dabei. Aber ja, bin eben wie gesagt ein bisschen zwiegespalten, tendiere aktuell eher wirklich auf die Osmo Pocket dann umzusteigen. Aber gut, werden wir sehen, ihr spätestens im nächsten Vlog werdet ihr es auch mitbekommen. Deswegen ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Sonst würde ich sagen, packe ich jetzt erst noch mein restliches Zeug ein, esse vielleicht ein bisschen was zum Mittag, ich habe mich Hunger und wir werden heute Abend auch erst ziemlich spät ankommen. Das heißt, es ist fragwürdig, ob es da überhaupt noch was zum Essen gibt, deswegen Mittag jetzt erstmal ordentlich reinhauen und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns am Flughafen. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir mittlerweile am Flughafen in Nürnberg angelangt. Check-in hat soweit auch ganz gut funktioniert.
Wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde bis zur Boarding Time. Boarding Time ist dann 16:45, oder? Mhm. Das heißt, wir machen uns jetzt dann trotzdem langsam auf den Weg, dass die noch mal alles durchchecken. Und ja, Tim ist auch dabei. Darf mal Hallo sagen? Sehr gehalten, stark. Ich übe noch dran, Ja, aber das wird schon. alles noch neu. Tim ist noch ein bisschen kamerascheu. Ja, Auch daran ich bin üben nicht wir. kamerascheu. Doch, safe. Servus. Safe ist es kamerascheu. Nein. Aber ihr merkt, falls er jetzt in diesem Video dann unkenntlich gemacht wurde, dann hat meine Überzeugungsarbeit nicht ganz funktioniert. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir dann im Live mit der Reise geregelt. Alles geblurrt, ich will raus. So, wir sind jetzt gerade im Flugzeug, haben noch ungefähr eine gute Stunde vor uns. Sonst, ja, jetzt habe ich langsam Hunger bekommen. Deswegen gibt es hier jetzt erstmal Miso-Ramen. Leider keine Stäbchen dazu, das heißt, ich muss mich irgendwie mit Messer und Gabel da durchwühlen. Tim hat verzichtet auf Essen, aber wir haben noch von ihm ein bisschen Gebäck dazu bekommen. Das heißt, das muss reichen. Und ja, dann lasse ich mich hier mal meinen Ramen schmecken. Und wir sehen uns dann in Fuerteventura. Hier raus, oder? Ja. Nö, wir dachten tatsächlich, wenn wir hier. Ich mag Elfmeterschießen. Ich mag das Real gewinnt, ob mit Elfmeter oder ohne. Scheiß auf Real. Nix scheiß auf Real.
Wir sind gut auf Fuerteventura angekommen, haben dann gestern Abend am Flughafen noch schnell unser Auto abgeholt. Lief alles tatsächlich überraschend gut. Auto sieht sehr, sehr gut aus, zeige ich später vielleicht mal. Und ja, dann haben wir abends eigentlich nur noch das Real Madrid-Spiel angeguckt. Das haben sie natürlich zum Glück gewonnen. Zwar erst in Verlängerung, aber das ist schon mal sehr förderlich für meine Laune, damit die hier weitergekommen sind. Tim hat immer wieder ein bisschen versucht, mich damit zu nerven, dass sie ja mit Barcelona da vergangenen Tagen nicht ganz so gut abgeschnitten haben, aber davon habe ich mich erstmal gar nicht weiter beeinflussen lassen. Und nee, jetzt sind sie auf jeden Fall weiter. Und sonst, ja, wir planen gerade, wie es heute weitergeht, was wir uns angucken. Das Abendbild aktuell ein bisschen bewölkt, deswegen noch etwas unsicher, ob wir wirklich in den Norden fahren wollen, weil wir da eigentlich gerne ein bisschen mehr Sonne hätten. Schauen wir mal, ob es vielleicht dann die Wolken noch ein bisschen aufmachen und die Sonne durchguckt. Wenn nicht, dann machen wir vielleicht ein bisschen mehr die Mitte von der Insel. Ja, da lassen wir uns ein bisschen überraschen. Wir werden jetzt dann nochmal beraten, wie es dann eben heute weitergeht. Sonst Unterkunft sehr schön. Ich würde sagen, die zeige ich jetzt auch einfach mal. Wir haben hier unser Schlafzimmer. Ursprünglich war eigentlich mal so angedacht, dass ich tatsächlich im Schlafzimmer bin und Tim dann sich auf das Sofa verzieht. Aber spontan hat Tim dann das Sofa doch nicht ganz so toll gefunden. Und deswegen haben wir es dann erstmal versucht, zusammen einfach in dem Bett zu schlafen. Bisschen ungünstig, weil wir nur eine Decke haben. Aber ja, wir haben es versucht. Mitten in der Nacht war es mir dann persönlich einfach viel zu warm. Zusätzlich hat mich eine Mücke überaus belästigt, die ganze Zeit um mein Ohr herumgeflogen. Und dann habe ich irgendwann 3 Uhr über Nacht mal die Flucht ergriffen, bin dann tatsächlich auch dann einfach aufs Sofa gewechselt. War tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Ich zeige euch gleich mal das Sofa. Kann man tatsächlich gut aushalten, könnte für die nächsten 7 Tage tatsächlich reichen. Sonst hier haben wir so einen kleinen Aufenthaltsbereich. Kleiderschränke. Ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich meinen Koffer ausgeräumt und hier in die Kleiderschränke mein Zeug reingepackt. Meistens lebe ich tatsächlich wirklich eher vom Koffer, aber ich habe mir gedacht, für 7 Tage lohnt es sich dann vielleicht doch auszuräumen. Sonst haben wir hier so einen Wohnzimmer-, Esszimmerbereich. Ziemlich großer Tisch mit einer echt nicen Sitzbank. Hier mit diesen Bänken, die aus der Mauer rausgehen, feiere ich sehr. Grundsätzlich die Farben auch insgesamt sehr, sehr cool. Da haben wir dann das berüchtigte Schlafsofa. Wie gesagt, kann man gut aushalten. Ich bin jemand, ich brauche mindestens 2 Kissen zum Schlafen. Hier habe ich ganze 5 Stück. Das heißt, was will man mehr? Das ging dann sehr, sehr gut. Wolldecke mit dazu, die war ausreichend. Wir haben hier recht angenehme 15 bis 20 Grad aktuell. Das heißt, das reicht schon mal. Da noch einen kleinen Ablagetisch, den brauche ich am besten auch. Zumindest fürs Handy und für eine Taschenlampe, damit ich dann über Nacht vielleicht noch den Weg finde. Sonst, wie gesagt, großer Esstisch. Haben wir gerade auch gefrühstückt. Haben uns gestern noch schnell bei Lidl Toasts und Käse und Salami gekauft. War ganz gut. Hier, ziemlich interessantes Teil. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Haben schon ein bisschen drüber spekuliert. Google Lens sagt, das ist ein Altar. Wir befürchten eher nicht. Könnte irgendeine Filtermaschine für den Kaffee sein und steht eine Tasse. Vielleicht ist es auch einfach Deko. Wir rätseln noch. Sonst, Fernseher haben wir. Da wurde dann gestern eben das Real Madrid-Spiel verfolgt. Eine Küche. Werden wir mal sehen, wie oft die hier noch benutzt wird. Wahrscheinlich nicht allzu oft, aber sie wird da. Waschmaschine, ein paar so Sachen da oben. Kühlschrank haben wir auch. Da ist dann eben unser Zeug, das wir eingekauft haben, schon mal drin. Wir haben uns Wasser gekauft. Einmal spritziges Wasser für Tim und einmal ein stilles für mich. Ich trinke grundsätzlich eigentlich nur Leitungswasser. Sollte man aber anscheinend hier eher nicht machen. Deswegen bin ich dann eben auf stilles Wasser vom Supermarkt umgestiegen. Da haben wir verschiedene Teller. Einer ist sehr, sehr nice, den zeige ich euch mal. Und zwar haben wir da diesen Teller. Und ich finde, der sieht doch richtig, richtig cool aus. Deswegen haben wir auch da tatsächlich erstmal auf den verzichtet, den zu benutzen. Beziehungsweise ich habe verzichtet. Habe mir lieber einen von den, ich sag mal, etwas billigeren geschnappt. Aber der ist doch richtig cool, oder? Packen wir auch gleich wieder zurück. Schauen wir mal, ob der noch Anwendung finden wird im Laufe unseres Aufenthalts. Sonst Toaster, Toast, Mikrowelle, also alles da. Hier noch so einen kleinen Eingangsbereich. Und da haben wir erst mal ungefähr 5 Minuten gesucht, wo dieser Lichtschalter eigentlich ist, bis wir ihn im letzten Eck entdeckt haben. Da haben wir eine bunte Tür, jetzt was ich auch gestern aus Tirna mit meinte, er möchte mich mit einer bunten Tür erschlagen. Habe ich erst nicht verstanden. Jetzt weiß ich genau, was er meint. Da habe ich jetzt noch keine Ahnung, was da drin ist. Okay, irgendwas Putzzeug. Wird wahrscheinlich keine größere Bedeutung heute bekommen. Und dann geht es hier nach draußen.
durch eine Tür, die ein bisschen schwer aufgeht und auch nicht weiter aufgeht als so. Das heißt, da muss man sich ein bisschen durchzwingen. Dann haben wir hier einen ziemlich coolen Gartenbereich. Findet ihr den nicht auch? Sehr geil. Der hat uns natürlich auch auf Booking.com davon überzeugt, eben hier uns für diese Unterkunft zu entscheiden. Ich finde, hier bekommt man einfach insgesamt in der ganzen Unterkunft diesen Spanien-Vibe. Und ja, Wetter, wie gesagt, ziemlich bewölkt. Aber vielleicht machen die Wolken ja noch ein bisschen auf. Und dann können wir eben schauen, was wir uns heute in Fuerteventura angucken. Aber für einen Kompressor. Sind wir bei 2,5 Alter. Zieh ruhig durch. Bitte. Nein, oder? Hier noch nicht. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dann doch nach Corralejo zu fahren, nachdem eine gewisse Person neben mir zweimal am Parkplatz vorbeigefahren ist. Trage ich vielleicht auch ein bisschen Mitschuld. Haben jetzt auch geschafft, viel Mitschuld. einen guten Parkplatz zu finden. Und ja, jetzt laufen wir nach Corralejo rein. Danach werden wir die anderen Städte und Gegenden vom Norden ein bisschen erkunden. Und ja, schauen wir mal, was wir alles finden. Ich werde da einfach ein bisschen eine Collage für euch zusammenstellen. Meine Stabilisation ist nicht gut genug für sowas. Na, safe nicht. Das war richtig heftig. So, wir sind jetzt gerade eine Minute von Corralejo und Tim hat schon einen Spaß. Es sieht schon mal sehr gut aus. Ich würde mal sagen, es ist eine absolut geile Landschaft hier, oder? Guckt euch das doch mal an, wie geil das ist. Da habt ihr den Ausblick auf das Meer. Ihr seht hier diese unglaublichen Dünen. Hier habt ihr noch ein bisschen diese schwarzen Steine, die auf der ganzen Insel verteilt sind. Da geht es auch noch weiter.
Na, ist zu kalt zu schwimmen, sag ich ehrlich. Ja, weiß ich jetzt ja nicht. Hier befindet sich unser Ferienhaus. Dann sind wir eben heute jetzt in den Norden gefahren, nach El Corralejo. Das befindet sich dann irgendwo hier, es wird doch hier nicht mehr zu sehen. Und dann haben wir erstmal versucht, hier eine straßenlange Küste zu fahren. Ging dann jedoch leider nicht, das war ein bisschen zu wackelig. Dann sind wir aber zurückgefahren und sind jetzt in El Cotillo hier oben, beziehungsweise waren kurz noch beim Leuchtturm. Cotillo. Dann werden wir hier wahrscheinlich noch eine Windmühle angucken und versuchen noch auf einen Vulkan hinaufzugehen.
ich hoffe, es ist Fisch. Fisch. Hier hätten wir einmal einen Mopphund, der sich nicht mehr von der Straße bewegt. Es interessiert ihn einfach kein bisschen. Ja, er hockt da. Sieht eigentlich noch geil aus, wenn er anfängt zu laufen, aber macht er halt nicht. In der Zwischenzeit hätten wir hier eine riesige Ananas. Und ich. Und Tim. Und ich bin bei der Ananas. Tim neben der riesigen Ananas. Aber es ist nur die Spitze von der Ananas. Ist nur die Spitze, das untere Teil fehlt, aber es wurde einfach schon aufgegessen. Und nebenbei, der Hund sitzt immer noch. Er guckt ihn an, bewegt sich aber nicht. Ja. Der hat kein Interesse aufzustehen. Der ist so wie Tim am Morgen. Eigentlich nicht. Nee, ich war 4 Stunden vor dir. Nee, das ist falsch. Falsche Informationen vom Offscreen. Ach, halt's Maul. Und der Hund blockiert. Der ist wie eine Straßensperre. Ja. So. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie er anfängt zu laufen. Macht aber wenig, deswegen beenden wir das jetzt hier. Er sitzt auf jeden Fall. Und ich behaupte mal, wir gehen früher als er. Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich von hier ganz unten, man sieht vielleicht ganz leicht noch das Auto in der Mitte, bis hier ganz nach oben auf diesem Berg hinaufgewandert. Ging am Ende dann doch, war recht machbar, haben einen coolen Grat entdeckt. Und ja, jetzt genießen wir hier die tolle Aussicht. Ganz hinten sieht man einerseits Tim und man sieht diesen fantastischen Sonnenuntergang mit dem Meer. Hier hat man wirklich einen richtig geilen Ausblick über ganz Fuerteventura. Das dürft ihr einfach mal hier genießen, ohne dass ich viel reinlaber. Hier habt ihr noch den Krater mit dazu. Und dann ist das einfach mal für euch wirken.
zu Burger war schon mal sehr, sehr geil. War eine Riesenportion, sind beide jetzt ordentlich satt geworden. War aber auch nötig, nachdem es gestern dann ein bisschen weniger ausgefallen ist. Und ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt bei Nacht und dann geht es zurück zum Ferienhaus und ja, dann entspannen wir noch für den restlichen Abend. Der zweite Tag auf Fuerteventura bricht an. Die Nacht war soweit sehr, sehr gut, außer dass mich mal wieder die Mücken ziemlich belästigt haben und mich diese Uhr hier tatsächlich auch nicht in Ruhe gelassen hat, weil sie getickt hat. Und ich bin jemand, ich kann damit nicht wirklich gut schlafen, wenn ja so tolle Geräusche die ganze Zeit sind. Deswegen habe ich dann ganz spontan einfach die Uhr mal abgehängt. Und ja, das hat es dann tatsächlich besser gemacht. Sonst, wie gesagt, sehr, sehr gute Nacht gewesen. Hier seht ihr mal nochmal, wir haben hier wirklich eine gute Unterkunft, muss ich auch sagen. Bin bisher sehr, sehr zufrieden. Ist eine sehr schöne Ferienwohnung, die wir hier bekommen haben. Gehen wir vielleicht mal nach draußen. Sehen, Wetter ist mal wieder sehr, sehr gut heute. Ist immer noch ein bisschen bewölkt, Sonne könnte ein bisschen mehr rauskommen. Aber gut, kann man nichts machen. Schauen wir mal, was sich hier gibt. Auf jeden Fall geht es heute höchstwahrscheinlich dann erstmal Richtung Betancourt, ja, und dann an die Westküste raus. Da werden wir uns ein paar Strände angucken, ein paar Aussichtsplattformen. Ich glaube, ich wird sehr, sehr cool. Und ja, jetzt gibt es dann wahrscheinlich erstmal Frühstück und dann geht es langsam auch los. Wie schräg du fährst, wenn wie schräg die Straßen sind. Ja, ich schwebe schon eher auf dich tatsächlich. Ah, ja, naja, gut. Ich glaube, ein professioneller Fahrer könnte es trotzdem ziemlich gerade halten. Soll ich nachgucken? Nee. Okay. Nee, lass dich nicht überhaupt nicht von mir ablenken.
Das ist wild, Alter. Ja, ich fahre die Straße. Es gibt jetzt hier ein Video, weil ich denke, das ist echt ganz cool immer. Ja, Also zum Zugucken. Zum Fahren kann ein bisschen kacke sein. das ist ein bisschen wild, du. Aber, Oh. denke, Kopfwarum geht's ab, Alter. Ja, Mann, Digga. Ich fahr nur 40. du sagst auf dem Video, sieht das aus, als würdest du 140 fahren. Nee, glaube ich nicht. El Valle de Morón, el Corralón, los anuncios antiguos de la radio española. Weißt du nicht, was man hier fahren darf? Da oben ist irgendein komisches Haus auf dem Berg. Las familias les deleita su sabor. Hier ist er noch 40 und so. Ist ja klar, fahr ich auch die ganze Ja, Zeit. natürlich, hä? Du fährst doch niemals mehr als 40. Abuelo Ral. Oh, wir haben nur noch 280 Kilometer. Für heute Der reicht Berg locker. verbraucht halt alles. Für heute reicht trotzdem locker. Ja, stimmt, heute ist ja ein sehr kurzer Tag. Ja. Ja, dann ist gut. Tanken halt morgen, I guess. Ja. Oder heute Abend. Digga, das ist eine gefährliche Geschichte, what the fuck? Mach einfach ein Loch rein. Das ist tatsächlich wild, ja. Vor allem genau Ich am dachte Ende gerade, da der wäre ein Kurve. Aussichtspunkt. Ich habe überlegt, ob wir da kurz rausfahren. Also, ich weiß nicht, ob das so nachhaltig gewesen wäre tatsächlich. Wäre schon lustig. Ja, aber wieso genau am Ende einfach keine Leitplanke? Das ist wie eine Dashcam, wenn du jetzt irgendwo dagegen fährst und so eine Geräte. Wenn jemand gegen uns fährt, meinst du? Ich fahre nirgends dagegen, außer der Reifen springt ab. Naja, natürlich, wenn gegen Oh, jetzt mal Reifen anschauen. Nee, dem Reifen geht's gut, wir haben aufgebaut. Oder? Ja, da Kann ich vorne. trotzdem mal angucken. Anfassen vielleicht mal, ja. Ja, das meine ich. Oder vielleicht nochmal gucken, wenn du fährst, ob irgendwie. Ey, hombre! Ey! Das ist ein Spanier, der weiß, dass hier halt gleich bergab geht, deswegen. Sagst du, es ist ein Aussichtspunkt? Doch, nur die Kamera wird gefunden.
Nein. Kameramann stirbt. Oh, der nicht. Bus kommt jetzt gleich dann. Ich weiß. Bleib vielleicht hier stehen, oder? Ja, hier stehen. Warum? Okay. Der kennt sich aus, der macht das so schnell. Und zwar keiner mehr auf der Straße, oder? Ich glaube nicht. Nicht Sehr gut. Dann machen wir jetzt Beschleunigung. Zieh durch. Die Straße wird da vorne schon breit, Alter. Ja, da wärst du ein Einbruch, du.
Mit der Kamera. 2 Tage, 2 Burger. Zumindest hast du Sonne da. Oh, die kommt noch hoch. Die ist richtig fett. Wir genießen gerade unsere Aussicht auf diese geile Welt. Die mit der Zeit immer ein bisschen höher werden. Das heißt, früher oder später müssen wir vielleicht dann doch die Luft ergreifen. Aber jetzt wird schon ein bisschen die kühle Brise genossen. Und diese Aussicht, Sonne hat sich minimal gezeigt. Das heißt, ganz leichte Spiegeln sehen wir, auch wenn Tim der Meinung ist, es ist zu wenig. Aber besser als gar nichts, kann ich mal behaupten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Wir haben hier gerade noch ein paar Krebse an der Wand entdeckt. Ich hoffe, man sieht so ganz leicht. Da oben in der Rille könnte, glaube ich, auch noch einer sein, den hat Tim entdeckt. Und da unten, glaube ich, hängen eben 5, 6 Stück an der Wand. Sehr, sehr cool.
hacemos todo con corazón. ¿Quieres una radio que te ayude a conectar? Ich habe Kommt man da rein, Bro? immer recht. Indem du rechts fährst. Ja. Okay. Danke. Ja, da Digga. rechts halt, genau. Ich Okay. würde den Kreisverkehr mal probieren und dann Ja, rechts. rechts, ja. Oh, das ist ziemlich voll, Digga. Ui. Beim Lidl, Ja. ja, ist halt auch die beste Uhrzeit jetzt gerade, um einzukaufen. Ja, bis 22 offen. Hier gibt es auch Chinatown und Super Barato. Super Barato, können wir hin. super Barato. Super günstig. Ah. Ja. Super Barato. Das ist Ikea. Ich hab doch gesagt, Ikea, bei ja, Ikea. du hattest recht. Bei diesen gestapelten Läden. Ja, wir sind nur halt ein Dorf Ikea ist super früher. kacke. Das ist richtig kacke, das Ikea. Wir sind wieder zurück in unserer Unterkunft. Jetzt dann gibt es Abendessen. Wir waren gerade beim Supermarkt einkaufen. Ich habe mir so eine Pokeball mitgenommen. Haben wir Lachs mit drin und so verschiedene Salatarten. Bisschen Gurken. Unten ist Reis. Sieht eigentlich sehr gut aus. Bin gespannt, ob es auch schmeckt. Tim hat sich ein Yakisoba mitgenommen. Das wird er wahrscheinlich warm machen in der Mikrowelle. Sonst haben wir noch so, ja, ich glaube, spanische Limonade mitgenommen. Die hat es eigentlich schon probiert. Nicht ganz großer Fan gewesen. Ich bin gespannt, wie meine dann schmeckt. Sonst habe ich mir noch so Sandwiches mitgenommen. Die werden wahrscheinlich dann auch schnell in die Mikrowelle reingeklatscht. Käse, Schinken. Bin gespannt, ob die was können. Nachspeise haben wir mir einen Kuchen ausgesucht. Sieht echt recht gut aus, da habe ich mir angelächelt. Schauen wir mal. Mochi, da freue ich mich drauf. Mango-Geschmack. Tim hatte gerade auch die Idee, die können wir als Eiswürfelform dann benutzen, sobald die leer sind. Denn danach gibt es wahrscheinlich hier noch einen Whisky. Wir haben uns ein paar Sachen, damit wir einen Whisky sauer oder einen Whisky Kohle machen können. Ja, schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall ein guter Abend. Football läuft später. Und ja, wir lassen es uns dann schmecken und sehen uns wahrscheinlich am nächsten Tag. Jetzt waren wir gerade noch mal kurz beim Lidl, weil wir ein paar Sachen von vergessen haben, beziehungsweise ein paar Sachen dann doch vermisst haben. Zebra vergessen. Doritos haben wir jetzt noch spontan entdeckt mit Salsa-Dips, vielleicht ein bisschen besser dann noch zum Whisky, wie vorhin eben erwähnt, und auch zum Footballspiel. Und natürlich ganz wichtig, Eis auch schnell bei der Tankstelle geholt. Und jetzt sind wir da wirklich gut bewappnet. Tim hat sich noch schnell ein Labello geschnappt. Und ja, jetzt dann kann es losgehen, eben mit einem schönen Footballabend. Und guckt euch doch mal diese Lampe an, die wollte ich euch hier noch zeigen, weil die ist doch richtig geil. Vor allem, wenn man von dieser Seite guckt, dann denkt man wirklich, die ist eigentlich geschlossen. Aber in Wirklichkeit ist die wirklich hier überall eben offen. Finde ich gerade eine sehr, sehr geile Optik. Vor allem, glaube ich, sieht man es gerade auf der Kamera sehr cool, wie die da eben bei Bewegung vor allem aussieht. Sonst werden wir uns jetzt schön anmachen und dann zeige ich euch morgen wieder, wie es weitergeht.